Die größte Veränderung, die wir jetzt im Moment in unserer Szene erleben im Antriebsbereich, ist tatsächlich die Diskussion rund um die Elektrifizierung und die in verschiedenen Stufen abgehen wird. Ist immer wahnsinnig schwer, Zukunft vorherzusagen. Da gab es mal einen Kaiser Wilhelm, der wollte aufs Pferd setzen. Heute setzen wir auf die Elektromobilität und das ist sicher vernünftig. Aber wir müssen aufpassen, dass der Weg ist, und ich glaube, das kam heute auch deutlich rüber, der Weg dahin ist ein sehr komplexer, ist ein sehr schwierig zu verfolgender Weg. Wir müssen beide Wege gehen, die rein elektrische und die kombinierte Welt, Verbrennungsmotor plus Elektrifizierung, die in verschiedenen Stufen stattfinden wird. Sie waren einer der Ersten, die auf Seiten der Zulieferer das Thema Elektromobilität nicht nur akzeptiert haben, sondern aktiv angegangen sind. Die Elektrifizierung promoten Sie sozusagen seit vielen Jahren schon auf den Bühnen in der ganzen Welt. Das dürfte doch eigentlich im Zusammenspiel mit den OEMs Ihnen einen Vorsprung geben, oder? Ja, also ist richtig. Wir haben schon Anfang 2000 mit dem Thema auch intern begonnen, Hybridfahrzeuge aufzubauen und welche Lösungen. Uns ist ja ganz wichtig, immer die Produkte, die wir haben, was bedeutet die Zukunft, was bedeutet Veränderung für die, beziehungsweise was für neue Kompetenzen und Produkte brauchen wir, um diese Zukunft mitzugestalten. Wir wollen da aktiv dabei sein. Und es ist tatsächlich so, dass wir heute auch aktiv mit den OEs, und da muss ich sagen, insbesondere mit den chinesischen OEs, da ist Elektromobilität auch gesetzlich getrieben in Hauptfokus, dass wir mit denen sehr intensiv Gespräche führen. Und da hat sich das, was wir an Vorleistung gebracht haben, bisher schon gelohnt, und das werden wir weiter intensivieren. Das heißt, Sie sind vor der Zukunft gar nicht bang, oder? Also überhaupt nicht, weil wir Kompetenzen haben, Kompetenzfelder haben, Produktionsfelder haben, die man noch lange braucht. Das ist der Verbrennungsmotor in veränderter, auch weiter optimierter Form. Und die neuen Felder, die haben wir angegangen. Dafür haben wir Lösungen. Wir werden mit denen jetzt verstärkt ab 18, 19 in Serie gehen. Und dann werden wir sehen, wie die Volumen kommen. Da gibt es noch gewisse Unsicherheiten. Auch dann in den Erträgen, auch dann in der Art, wie die Wertschöpfung stattfindet, auch wie die Wertschöpfungsteilung, Sie haben es richtig angesprochen, zwischen den OEs und Zulieferern sein wird, wie das Wettbewerbsumfeld sein wird. Unsere ganzen Wettbewerber sind da inzwischen auch sehr stark unterwegs, aber Wettbewerb fördert das Geschäft, da ist uns nicht bange.